Die schauspielerische Leistung des Jahres in dem bisher besten Todd-Phillips-Film, der überraschend gut ausgearbeitet ist mit lobenswerter Kameraarbeit, Musik und Tempo, aber einem etwas schwachen Drehbuch, das zu einer nicht ganz wirkungsvollen Geschichte führt. Hier geht es um Joker. Send in the clown. Joker, der neueste Film von Todd Phillips, ist nun im Kino und wir würden lügen, wenn wir sagen, wir hätten nicht unsere Zweifel daran gehabt, dass Phillips, bekannt für die Hangover-Trilogie, dieses Projekt leitet. Der Film erzählt die Geschichte von Arthur Fleck, gespielt von Joaquin Phoenix, einem Geisteskranken, der versucht, eine Karriere als Stand-up-Comedian zu erreichen, während er sich um seine Mutter kümmert und als Clown arbeitet. Dabei macht er unter anderem Werbung für bestimmte Shops mit Hilfe von Schildern in den von Müll bedeckten Straßen von Gotham in den 1980er Jahren. Aufgrund der Art und Weise, wie die Gesellschaft ihn jedoch misshandelt, gerät er allmählich in den Wahnsinn, nimmt seine Angelegenheiten selbst in die Hand und wird schließlich zum berüchtigten Bösewichten, der den Namen Joker trägt. Wenn man das wahrscheinlich berühmteste Beispiel für diese Art von Film gesehen hat, das Martin Scorsese vor 43 Jahren mit dem Meisterwerk Taxi Driver erschaffen hat, hat man so eine Handlung wahrscheinlich schon einmal gehört und weiß ungefähr, in welche Richtung Joker gehen wird, wenn man den Film jedoch noch nicht gesehen hat. Er ist düster, deprimierend, beschäftigt sich mit vielen gesellschaftlichen Problemen und hat einen Protagonisten, der eher einem bösartigen Charakter ähnelt als einem heroischen, was in diesem Fall offensichtlich ist. Todd Phillips versucht es auch nicht zu verheimlichen, dass Scorsese eine große Inspiration für dieses Stück war. Und das ist nicht unbedingt eine schlechte Sache für Joker. Denn wenn man sich bei einer Charakterstudie in irgendeiner Weise inspirieren lassen will, vor allem mit einem der bekanntesten Bösewichte als Protagonist, ist der von Robert De Niro geführte Klassiker von 1976 mit Sicherheit keine schlechte Wahl. Das Problem, das wir bei dieser Interpretation von dem Joker leider haben, ist, dass sie ein wenig zu viel von Taxi Driver sowie von The King of Comedy abguckt und selber nicht allzu viel zu der Handlung beiträgt. Wenn man sich die Story von Joker anschaut, ist sie letztendlich nicht so ausdrucksstark, wie man es hoffen mag aufgrund des Drehbuchs vom Oscar-nominierten Scott Silver und Phillips selbst, das an der Oberfläche kratzt, jedoch nicht sehr in die Tiefe geht. Wie bereits erwähnt, befasst sich der Film mit gesellschaftlichen Problemen sowie mit der psychischen Gesundheit des Hauptcharakters. Und obwohl wir der Meinung waren, dass Phillips und Silver in Bezug auf die Anzahl der Themen im Film überraschend bewundernswerte Mühen auf sich genommen haben, konzentriert sich Joker speziell auf Arthurs mangelnde psychische Gesundheit, aber als Werk, das untersuchen möchte, wie die Gesellschaft und ihre Probleme eine einzelne Person wie Arthur zu einem moralisch verwerflichen Verbrecher machen, lässt er etwas zu wünschen übrig. Was jedoch keine Wünsche offen lässt, ist Joaquin Phoenix' meisterhafte Leistung als Arthur Fleck. Er übertrifft alle Erwartungen und bringt alles im Skript so glaubhaft rüber, egal wie schwach das Material auch sein mag. Seine einzigartige und hypnotisierende Darstellung der Figur ist so unglaublich überzeugend, dass der Film allein aufgrund seiner Leistung sehenswert ist. Alles von seinen häufigen und schmerzhaften Lachanfällen bis hin zu seinen faszinierenden Tanzszenen, die dem Publikum einen interessanten Einblick in den Geisteszustand des Charakters geben, war stets glaubhaft und überzeugend. Die Art, wie Phoenix diese verlorene Seele zunächst als sympathisch darstellt, nur um sich dann in die Rolle zu verlieren und unberechenbarer zu werden, bis er seinen Höhepunkt erreicht, wurde durch seine Performance auch ohne Dialog perfekt vermittelt. Unserer Meinung nach hat er schon längst einen Oscar verdient mit seinen Rollen in The Master, Walk the Line und You Were Never Really Here, auf Deutsch als A Beautiful Day bekannt. Und wenn seine Leistung als Arthur Fleck /Joker nicht die ist, die ihm endlich einen Oscar gewinnen lässt, wird das wohl unfairerweise keine zukünftige Leistung. Alle anderen Mitglieder der Besetzung wie Robert De Niro, Francis Conroy und Zazie Beetz machen einen ausreichend guten Job mit dem Dialog, der für sie übrig bleibt. Aber da dies wirklich fast wie eine One-Man-Show für Phoenix ist, wirken sie eher wie eine Sammlung von Figuren, die ausschließlich für Arthurs Entwicklung da sind und sonst nicht viel anderes. Die von Lawrence Sher geleitete Kamera ist wahrscheinlich die beste Arbeit, die wir von ihm in Zusammenarbeit mit Phillips bisher gesehen haben. Das graue und grimmige Aussehen des Films, gepaart mit der häufigen Verwendung einer geringen Schärfentiefe, wo der Charakter von Arthur im Vordergrund klar und deutlich zu sehen ist, während seine Umgebung verschwommen aussieht, passt gut zu der charakterfokussierten Art von Joker. Das Seitenverhältnis von 1,85:1 anstelle des gewöhnlichen 16:9 macht den Film ansprechender, da die meisten Aufnahmen von Gotham und sonstiger Einstellungen einfach viel mehr Platz verlangen, um einen starken Eindruck zu hinterlassen.
Jeff Groff macht Joker auch aus der Sicht des Schnitts äußerst solide. Die Wahl, das Editing in bestimmten Szenen minimal zu halten, war größtenteils sehr lobenswert und die Kameraarbeit sowie die Vielzahl der faszinierenden Winkel passen gut zueinander. Sie geben Phoenix genug Raum zum Atmen als Arthur, der dann schauspielerisch für eine wirklich tolle Atmosphäre sorgt und die Aufmerksamkeit des Publikums völlig gewinnt. Hildur Guðnadóttirs Soundtrack ist eindringlich, einprägsam und insgesamt einfach perfekt, wenn es darum geht, die Stimmung bei Joker zu betonen. Die einzelnen Stücke verwandeln sich wunderbar, während sich der Charakter von Arthur entwickelt und passt sich in allen Szenen äußerst gut an, ohne sich dabei auf irgendeine Weise manipulativ zu fühlen. Ein negativer Aspekt des Soundtracks war die Verwendung von lizenzierter Musik in bestimmten Abschnitten. Während Phillips einige Songs aus den 80er Jahren verwendet, die außerhalb des Films unterhaltsam zu hören sind, hatten wir nie das Gefühl, dass sie im Film absolut notwendig waren. Besonders wenn die komponierte Musik die Geschichte und Stimmung schon passend genug begleitete. Als Phillips bei War Dogs Regie führte, seinem vorherigen Film, konnte er auf solide Art eine nette Sammlung von Songs mit dem Soundtrack von Cliff Martinez balancieren. Aber hier ist die Musik von Guðnadóttir wahrscheinlich das beste Material, mit dem er jemals gearbeitet hat. Und das brauchte unserer Meinung nach keine zusätzliche Musik, die nicht im Universum des Films spielt. Was das Tempo und die Struktur des Films angeht, sie sind zwar beide einfach, jedoch nicht amateurhaft gestaltet. Beim zweiten Anschauen des Films schien sich das Tempo nur zu verlangsamen, wenn der Film eigene Handlungspunkte einbaut, die sich erheblich von denen in Taxi Driver unterscheiden. Sie sind aber in Bezug auf die Richtung, in die der Film geht, sinnvoll genug und werden nie langweilig, besonders wenn sie von der Vergangenheit Arthurs handeln. Für einen Film, der sich zu 90-95% nur auf seinen Protagonisten konzentriert, macht die Leistung von Phoenix zusammen mit Phillips Regie dies so unterhaltsam wie möglich, was uns etwas erstaunt hat über Phillips' seriöse Art, diese Geschichte zu erzählen. Wir sind keine großen Fans von seinen vorherigen Werken, also hatten wir erwartet, dass Joker ein weiterer Film von ihm wird, der leider nur durchschnittlich ist. Aber das ist hier glücklicherweise nicht der Fall. Allein wegen Joaquin Phoenix ist dieser Film noch lange nicht so unerträglich wie zum Beispiel die krampfhaft unlustigen Hangover-Filme. Insgesamt wurde Joker unserer Meinung nach ein sehr gelungener Film, der, obwohl er kein Meisterwerk ist, seine Mängel unter anderem durch die wahnsinnig gute zentrale Performance von Joaquin Phoenix ausgleicht. Der Film bietet zudem eine Geschichte, die, auch wenn nicht hervorragend geschrieben, eine anständige Charakterstudie ist, die in verschiedene interessante Richtungen geht. Dazu fängt das Aussehen des Films die düstere Stimmung gut ein, der Soundtrack harmoniert wunderbar mit der Leistung und Entwicklung des Protagonisten des Films und die Regie von Todd Phillips ist letztendlich gelungen. Die Kontroverse um Joker halten wir für überhaupt nicht gerechtfertigt, denn wenn man sich nach dem Film immer noch mit dem fiktiven Charakter von Arthur identifizieren kann und oder sich motiviert fühlt, Verbrechen zu begehen, ist man vielleicht von vornherein etwas kaputt und dafür sollte der Film nicht verantwortlich gemacht werden. Wir geben den Film eine solide 7 von 10 Punkten. Vielen Dank fürs Zuhören, das war unsere Kritik zu Joker. Falls sie euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch dalassen. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns bitte in den Kommentaren. Wir sind die Filmgeeks und wir wünschen euch bis zum nächsten Mal eine good time.